Atomwaffen haben die Menschheit schon immer mit ihrer zerstörerischen Kraft fasziniert und in Angst und Schrecken versetzt. Dennoch hören die Menschen immer noch nicht auf, mit dem Feuer zu spielen. Die Geschichte der Atomtests begann am 160719145 auf einem Atomtestgelände in der Wüste nahe der Stadt Alamogordo im Bundesstaat New Mexico. Die Vereinigten Staaten führten dort eine Atomexplosion durch. Seitdem wurden über 2000 Atomexplosionen durchgeführt, von denen 50% von Amerika und 35% von der Sowjetunion stammten. Nukleare Explosionen wurden unter allen natürlichen Bedingungen auf der Erde, in den oberen Schichten, in der Atmosphäre, unter der Erde und über Wasser durchgeführt. Unterirdische Atomexplosionen wurden in verschiedenen Tiefen und Entfernungen von der Erdoberfläche durchgeführt und machten den Großteil von etwa 75% aller auf der Erde durchgeführten Atomexplosionen aus. Heute möchte ich Ihnen von der Beseitigung eines der kompliziertesten Brände in der Öl- und Gasindustrie erzählen. Die einzige Möglichkeit, die Ausbreitung des Feuers zu stoppen, war eine Atomexplosion. Alles begann am 1.12.1963, als es im Gasfeld Ur-Tabulek auf dem Territorium Usbekistans zu einem Unfall mit einem Erdgasleck kam. Der Bohrer durchbohrte eine Schicht mit extrem hohem Druck, etwa 300 Atmosphären S, und einem hohen Gehalt an Schwefelwasserstoff. Bei der nächsten Bohrung machten die Arbeiter einen Fehler. Sie verwendeten keine spezielle Bohrausrüstung, da der Stahl einer aggressiven Umgebung standhielt. Die Bohrkrone wurde aus dem Bohrloch gedrückt und unter dem Gasdruck entzündete sich ein gewaltiger Gasstrom, der Bohrturm stürzte ein und schmolz teilweise. Nach Angaben von 1 entstand das Gas spontan, nach anderen Angaben wurde es absichtlich gezündet, um eine Vergiftung aller lebenden Organismen mit Schwefelwasserstoff zu verhindern. Experten waren überzeugt, dass Feuer helfen würde. Die Schadstoffe können neutralisiert und die Flammen schnell gelöscht werden. Doch am Ende war alles anders. Innerhalb kurzer Zeit wurde die Schutzarmatur im Bohrlochkopf beschädigt. Die Flamme wurde laut einigen Berichten größer und erreichte eine Höhe von 70 bis 120 m, was bedeutet, dass sie etwa so hoch war wie ein 40-stöckiges Gebäude. Es ist unglaublich, aber alle 24 Stunden wurden 10 bis 12 Millionen Kubikmeter Gas verbrannt. Berücksichtigt man den durchschnittlichen Gaspreis auf der Welt? In seinen damaligen Märkten wurden täglich etwa 140 US-Dollar pro 1,000 Kubikmeter, also mindestens 1,5 Millionen Dollar, dieses blauen Treibstoffs verbrannt. Wenn wir bedenken, dass das Feuer etwa 3 Jahre andauerte, beläuft sich die Gesamtsumme auf Milliarden von Dollar. Aufgrund der hohen Temperatur war eine Annäherung an die Flammen auf weniger als 250 bis 300 m Entfernung nicht möglich. Zunächst versuchten die Feuerwehrleute, den Mundbereich zu kühlen und übergossen ihn mit Wasser. Allerdings brachten 0 dieser Maßnahmen nicht den gewünschten Erfolg. Die Mechanismen, deren Aufgabe es war, die Mündung des Bohrlochs abzudichten, spielten hier ironischerweise die gegenteilige Rolle, aus ihnen begannen seitliche Feuerflammen zu schießen und sie machten es unmöglich, sich dem Bohrloch zu nähern. Es wurde beschlossen, von hier aus Artillerie und Feuer zu rufen Mechanismus mit einem direkten Treffer. Anschließend gelang es ihnen, ein Gerät zu installieren, das einen Teil des Gases vom Bohrlochkopf ableitete und kleinere Strahlen erzeugte, die ebenfalls gezündet wurden, um eine Vergiftung der Luft zu vermeiden. Es wurde also etwas erreicht, aber es wäre verfrüht, sich zu freuen. Der Druck des aus dem Erdinneren sprudelnden Gases nahm allmählich zu, was zu weiteren unerwarteten Schwallen von Schwefelwasserstoff durch die Gesteinsschichten des Geländes an die Oberfläche führte. Der Brandbereich sei mit Ruß bedeckt, selbst in der Nähe des Brunnens sei eine Verhaltensänderung der Tiere zu beobachten gewesen, das laufende Geschehen auf dem Gasfeld sei bunt gewesen, schilderte der Chef der Feuerwehr, Konstantin Manga, der Chef. Es war ein seltsames Gefühl, als der Helikopter auf dem Boden aufschlug, die Vibrationen wurden stärker, der Lärm des Motors verlor sich in einer endlosen Landschaft aus dumpfen Explosionen. Das Dröhnen von Hunderten von Triebwerkskörpern der Kanonade war die ganze Stimme der feurigen Fontäne. Von hier bis zur leuchtenden Fontäne war der gesamte weitere Teil des Tals in etwa 600 m Höhe in einen nebligen Dunst gehüllt. Ich bewegte mich wellenförmig in der Nähe der Feuerfontäne. Was von oben wie ein winziger Aschenbecher aussah, war ein Sanddamm, der rund um den Bohrlochkopf in einer Entfernung errichtet wurde, die Bulldozer im Winter erreichen konnten. Von dort aus bewegte sich die schräge Flamme in Richtung der Wolken und verlor sich in einem nebligen Dunst. Alles in der Umgebung könnte schon längst abgebrannt sein.
Es ist niedergebrannt. In diesem Moment war es wirklich eine totenheiße Erde. Nachts befanden sich Schwärme fliegender Vögel und Insektenwolken im hellen Licht inmitten dieses tödlichen Feuergebrülls, das niederfiel und oft brannte, bevor es den Boden berührte. Und wie konnten Menschen unter solchen Bedingungen arbeiten, wirklich an die Mündung des Brunnens gelangen und nur Personen mit starkem Körper und Geist konnten dort etwas tun? Das Feuer dauerte mehr als 2 Jahre, während dieser Zeit alle möglichen Methoden zum Löschen brennender Gase, die damals verfügbar waren, wurden genutzt. Bei uns lieferte jedoch nicht einmal einer davon zufriedenstellende Ergebnisse. Die Situation geriet außer Kontrolle, und da wurde die letzte mögliche Option einer unterirdischen Explosion einer thermonuklearen Ladung vorgeschlagen. Da die Parteiführung keine andere Wahl hatte, wurde dieser Idee zugestimmt und die Parteiführung übertrug den Bau der Sprengladung dem Konstruktionsbüro Nummer 11. Da die Explosion zur Lösung des Notfalls notwendig war, wurde mit größtmöglicher Geschwindigkeit gearbeitet. Je früher die Flammen gelöscht werden können, desto geringer ist die Gasmenge. Was braucht es, um auszubrennen? Trotzdem wurde eine gründliche geologische Vorbereitung durchgeführt, die unter extremen Bedingungen stattfand. Die Temperatur erreichte 40 bis 50 Grad Celsius. Die Lagerung der Atomladung wurde durchbrochen. In einem geneigten Tunnel wurde in einer Tiefe von 100 m unter der Erdoberfläche eine Ladung platziert. Zu diesem Zeitpunkt war die Temperatur hoch genug, so dass die in die Explosionsstelle abgesenkte Ladung zusätzlich gekühlt werden musste. Die Entscheidung über den Zeitpunkt der Explosion wurde auf einer Sitzung der höchsten Machtorgane der Sowjetunion getroffen. Die Explosion der Atombombe ereignete sich am 30.09.1966, erfüllten alle Erwartungen voll und ganz. Die Gassonde wurde durch Gesteinsschichten eingeengt und die Feuerfontäne erlosch 22 Sekunden nach der Explosion. Die Entscheidung wurde als richtig anerkannt und es ist nicht verwunderlich, dass diese Methode bald wieder angewendet wurde. Insgesamt dauerte es 1074 Tage, bis die Gasflamme am Standort Kurta-Bulak gelöscht war. 3 weitere Male wurden Nuklearladungen eingesetzt, um die Gasflammen zu löschen, doch einer dieser Versuche scheiterte im Juli 1917 außerordentlich eins. Während der Bohrung der Fackelsonde in der Region Kharkiv der ukrainischen SSR trat unerwartet Gaskondensat aus. Der Gasdruck war extrem hoch und erreichte innerhalb von 24 Stunden etwa 400 Atmosphären. Es war nicht möglich, das Gasleck zu stoppen, um eine unbeabsichtigte Entzündung oder Explosion sowie eine Vergiftung aller Lebewesen zu verhindern. Es wurde beschlossen, den Brunnen zu füllen. Die Flammen stiegen mehrere Dutzend Meter hoch und fast ein Jahr lang war es nicht möglich, den gesamten Brunnen zu löschen. Der Komplex wurde nach und nach von einer riesigen Depression überschwemmt, die sich aufgrund der positiven Ergebnisse der Verwendung einer nuklearen Explosion zum Löschen der 3 Jahre lang brennenden Gasflamme an der Stelle in der Nähe des Altarbildes bildete. Wissenschaftler schlugen erneut vor, den betroffenen Brunnen durch eine nukleare Explosion zu verstopfen. Die Vorbereitung der Explosion dauerte 4 Monate, fand unter strengsten Geheimhaltungsbedingungen statt und alle Teilnehmer dieses Experiments mussten sich genau um 10 Uhr zur Geheimhaltung verpflichten. 0907199172. Am Morgen Ortszeit wurde eine in einer Tiefe von 24,83 m platzierte Atomladung gezündet. Die Explosion hatte eine Kraft von 3 vollen 8/10 Kilotonnen und 20 Sekunden später strömte aus der Umgebung des Brunnens ein gewaltiger Strom aus Gas und Steinen, der eine Höhe von etwa 1 Kilometer erreichte, aus dem Krater. Eine weitere Minute später bildete sich in einer Entfernung von 400 bis 500 m ein für eine Atomexplosion charakteristischer Pilzwolke. Vom Brunnen aus begann das Persodorf, die Soldaten zu ärgern, in denen sie zu dieser Zeit lebten. Etwa 400 Einwohner wurden eine Stunde vor der Explosion vorübergehend in ein anderes Dorf evakuiert, das 2,5 Kilometer vom Epizentrum entfernt liegt. Wenn die Explosion in einem begrenzten Gebiet auftritt, sind die radioaktiven Emissionen nach einer experimentellen nuklearen Explosion im Untergrund weniger schwerwiegend als bei einer nuklearen Explosion aus der Luft. Dringt die Detonation nach einer unterirdischen Atomexplosion jedoch an die Oberfläche, entstehen große Mengen radioaktiver Abfallprodukte. Es ist beängstigend, wenn man bedenkt, dass alle Menschen, die in der Nähe der Explosion lebten, sehr hohen Dosen radioaktiver Strahlung ausgesetzt waren und gleichzeitig aufgrund strenger Geheimhaltung keine staatliche Hilfe erhielten. Der Vorfall wurde lange Zeit geheim gehalten und erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erfuhr die Öffentlichkeit davon.
Im Jahr 1919 wurde vorgeschlagen, ein Moratorium für experimentelle Atomexplosionen zu verhängen, und dieses Moratorium wurde anschließend von Großbritannien, den Vereinigten Staaten und der Sowjetunion genehmigt. Damit haben die Weltmächte den Weg eines generellen Verbots aller Atomtests eingeschlagen. Und das ist alles für heute, Freunde. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm ein Like, schreibe einen Kommentar und bis bald wieder.